Hallo meine Lieben, heute könnt ihr mir dabei zuschauen, wie ich dieses Gemälde hier gemalt habe. Eine richtig schön große, rauschende Welle. Das Bild heißt Glowing Night Wave und dieses Video ist auf jeden Fall zur Inspiration und auch so ein bisschen zum Entspannen gedacht. Also lehnt euch zurück, macht euch einen schönen Kaffee oder Tee oder so und lasst einfach mal ein bisschen die Seele baumeln. Taucht ein ins Blau und ins Türkis, das wird auf jeden Fall richtig schön entspannend. Das Gemälde ist natürlich immer vorgezeichnet. Ich benutze dafür ein Raster und dann habe ich da so einen Acrylmarker von Mieden, den ich ganz gerne benutze. Wenn ihr übrigens wissen wollt, was ich so für Farben und Materialien benutzt habe, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da steht immer alles drin. Dieses Gemälde ist übrigens ein Auftrag. Also ich habe dieses Originalbild, was ich dafür als Vorlage nehme, schon vor einigen Jahren mal gemalt. Und dann male ich die Bilder immer auf ähnliche Weise nochmal nach. In dem Fall hat jetzt jemand bei Etsy meinen Auftrag gekauft und so gehe ich dann eben vor. Ich teile mir das wirklich in kleine Bildabschnitte auf, sodass ich ungefähr weiß, wo was ist. Und dann wird das Bild recht ähnlich zu der Vorlage. Wenn ich solche größeren Meeresbilder male, dann gestalte ich meistens als erstes den Hintergrund. In dem Fall ist es einfach die blaue See sozusagen. Und da habe ich ganz viele verschiedene Blautöne drin, die ich direkt ineinander mische. Es soll halt so ein bisschen mystisch aussehen und so, als ob dieses Bild bei Nacht entstanden wäre. Deswegen ist es auch recht dunkel und ich möchte halt so ein paar Lichtreflexionen da auch drauf haben, auf der Meeresfläche sozusagen. Für Hintergründe im Meer benutze ich sehr gerne ein preußisch Blau. Ich finde, das hat genau den richtigen Grünanteil und sieht trotzdem nicht zu krass intensiv aus, sodass es halt wirklich dem Meer sehr nahe kommt. Und das mische ich mir dann immer mit verschiedenen anderen Farbtönen, zum Beispiel einem Payne's Grey oder noch einem anderen Himmelblau. Also wie gesagt, in der Videobeschreibung, da findet ihr auch meine Produkte, die ich dafür benutzt habe oder auch Alternativen, falls es das Produkt bei Amazon zum Beispiel nicht gibt. Der Bereich, der direkt hinter der großen Welle ist immer ein bisschen heller bei mir, einfach weil ich auch ein bisschen Kontrast haben möchte zu der Welle und damit es so aussieht, als ob halt da wirklich durch die Gischt das so ein bisschen verwaschen ist und ja, dieser Schaum da so ein bisschen hochspritzt und das vernebelt ja dann die Sicht auch so ein bisschen. Deswegen sieht es dann so ganz verwunschen aus. Und hier fange ich auch schon an mit der Welle an sich. Da muss man natürlich genau aufpassen, wo man da welchen Farbton setzt. Es soll nämlich einerseits ja so richtig schön leuchtend und transparent aussehen und auf der anderen Seite möchten wir ja auch diese Meeresgischt haben, also wirklich diesen Schaum, der ja eher schon so ins Blau-Lila-mäßige geht.
Und da dürfen die Farbtöne auch nicht zu intensiv sein, aber es muss trotzdem noch diese klare Kristallwelle irgendwie zu sehen sein. Also dieses kristallklare Wasser, was dann ja so richtig ins Auge fällt. Das ist hier natürlich eine richtig schöne Detailarbeit. Also für ungeduldige Gemüter ist so ein Bild natürlich nichts. Aber ich habe jetzt im Laufe der Zeit immer mehr festgestellt, dass ich einfach solche Landschaftsbilder auch sehr liebe. Ich male ja auch ganz viel abstrakt und so, aber manchmal möchte ich es einfach, ja, so leicht realistisch. Das ist ja so ein bisschen impressionistisch angehaucht. Das ist ja nicht ganz naturalistisch gemalt. Aber ich liebe einfach auch gegenständliche Bilder und male die auch sehr gerne und auch manchmal in Richtung der klassischen Malerei. Aber man findet da ja auch im Laufe der Zeit so seinen eigenen Stil. Ich sage immer, man kann ja einfach malen, was man gerade möchte. Wenn man Lust hat, eine Welle zu malen oder das Meer, weil das einem einfach gut tut, dann finde ich, sollte man das auch machen. Und auch wenn man sonst nur abstrakt malt, man kann sich auch an ganz viele unterschiedliche Stile mal wagen. Ich glaube, dass es einen einfach nur weiterbringt. Ja, hier sieht man auch schon richtig schön die Schaumkronen auf der Welle. Die male ich natürlich nicht in einem strahlenden Weiß, also keinem reinen Titanweiß. Ich mische da immer noch was anderes mit rein, dass es so ein bisschen gräulicher aussieht, weil das ja auch Schatten wirft. Und die Akzente aus Titanweiß oder Elfenbein, die mache ich erst ganz am Ende drauf. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich hier fast die ganze Zeit eigentlich denselben Pinsel benutze. Und zwar ist das entweder ein schräger oder ein gerader Synthetikpinsel. Ich kann damit einfach am besten arbeiten. Natürlich, wenn man sehr schwungvoll malt, lohnt es sich manchmal bei großen Bildern einfach einen größeren Pinsel zu nehmen. Aber da ich ja sehr fein arbeiten möchte, habe ich hier natürlich einen kleineren. Jetzt komme ich auch schon zu den Stellen im Wasser, die so ein bisschen im Schatten liegen. Da muss ich natürlich ein etwas dunkleres Türkis benutzen. Und hier ist der Schatten quasi am tiefsten, da wo ich jetzt die dunklen Farbtöne einfüge. Ich versuche aber immer schwarz zu vermeiden. Also ich mische mir meistens einen Grün entweder mit Orange oder so, also einem Cadmium-Orange, oder ich mische da ein Payne's Grey rein, ganz vorsichtig. Wichtig ist dabei nur, dass das Grün, was man dann als Aufheller sozusagen benutzt, wirklich sehr stark pigmentiert ist, damit das Ganze nicht zu gräulich aussieht. Hier arbeite ich zum Beispiel dieses ganz leuchtende Türkis nochmal ein, weil das wie so eine Sonnenreflexion oder eine Lichtreflexion ist, die da einfach nochmal durchscheint, unten durch die Welle. Also die scheint ja nicht nur von oben rein, sondern auch von unten. Und dieses tolle Türkis, was ich da benutze, ist, glaube ich, Bright Aqua Green oder so von Liquitex. Also wie gesagt, alles in der Videobeschreibung natürlich, falls ihr das auch mal versuchen möchtet. Das ist ein richtig toller Türkiston, den man auch ganz toll mit dunkleren Farbtönen mischen kann, wo dann eben so ein dunkles, tiefes Meerestürkis entsteht.
Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber die Vorlage für dieses Bild ist natürlich mein eigenes Bild, was ich vor ein paar Jahren mal irgendwann gemalt habe und was ich eben als Auftrag eingestellt habe. Doch, ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt. Wenn nicht, dann, dann lässt das Erinnerungsvermögen schon langsam nach. Ähm, auf jeden Fall ist das hier ein Auftrag und da muss ich halt wirklich genau gucken, wo welche Farbe ist. Und deswegen habe ich mir alles so genauestens wie möglich vorgezeichnet, weil es ja wirklich sehr ähnlich werden soll zu der Vorlage. Und deswegen arbeite ich das hier alles auch in ganz vielen kleinen Schritten durch. Wenn ich jetzt frei malen würde, dann würde ich natürlich das eher nicht so machen. Ich würde wahrscheinlich die Farben intuitiv miteinander vermischen, so wie ihr das ja bestimmt aus anderen Videos von mir auch kennt. Aber in dem Fall muss ich natürlich genau gucken, dass es passt, damit das Endergebnis halt möglichst ähnlich ist. Das Wasser, was jetzt von oben so reinschwappt, also die Oberseite von der Welle sozusagen, die gerade einschlägt, die male ich meistens insgesamt ein bisschen gräulicher und auch ein bisschen heller als den unteren Teil. Einfach weil da ganz viel Wasser ist, was in Bewegung ist und was da so reinrauscht und da reflektiert sich auch sehr viel von dem Licht, was von oben kommt. Und da möchte ich das so ein bisschen, ja, da möchte ich so ein bisschen mehr Varietät noch drin haben. Und ich male hier jetzt auch die Unterseite von der Gischt, die ja am Rand der Welle sozusagen noch zu sehen ist. Und da ist es auch recht lilastichig, also das soll eben diesen Schatten repräsentieren. Im Prinzip kann ich auch zu solchen Meeresgemälden sagen, dass sie einfach von dem Verblenden leben, also von den feinen Pinselstrichen, von diesen ganz zarten Übergängen und eben auch von den leuchtenden Farben. Also viele Sachen, die da so zusammenspielen. In meinem Fall ist es natürlich jetzt kein ultra realistisches Bild, das hatte ich ja schon mal gesagt. Aber auch da möchte ich natürlich so ein bisschen einen natürlichen Anklang haben oder ein natürliches Feeling, ne? Auch wenn das jetzt kein richtig fotorealistisches Bild ist.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich für euren Support bedanken. Also es ist einfach großartig, wie viele tolle Kommentare ich immer bekomme. Und ja, das bedeutet mir natürlich total viel. Das hilft meiner Arbeit sowie meinen YouTube-Kanal natürlich total. Und auch, dass ihr meine Videos immer so lang schaut, ist immer super für mich. Also damit könnt ihr mich auf jeden Fall unterstützen. Ansonsten lasst mir doch sehr gerne einen Like und ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt hier ja auch anhand meiner Farbpalette sehen, dass ich nicht nur Blau- und Türkistöne da drauf habe, sondern wie auch solche Farbtöne wie Lila oder ein gebranntes Umbra. Und ich habe hier auch übrigens wieder diesen Puderfarbton von Rico Design mit dabei, weil die mir immer total helfen, wenn ich zum Beispiel Schatten malen möchte, weil ich die ja nicht blau haben möchte, sondern wie ich schon gesagt habe, sind die meistens eher so ein bisschen lila-stichig und haben auch ein bisschen Wärme mit drin. Also man darf nicht denken, dass alles, was im Schatten ist, immer nur kühl ist. Nein, es ist tatsächlich auch so ein bisschen rötlich-lila angehaucht und versuche da natürlich immer alles dann mit reinzubringen, damit das Bild dann am Ende auch richtig strahlt. In die Wellen, die unten sind, also unter der Welle sozusagen, kann man auch immer noch ein bisschen was vom Himmel erkennen, was sich dann im Wasser reflektiert. Darüber kann man ja mal nachdenken, welche Farbtöne man da so reinbringen möchte. Und da sage ich immer, es muss sich auch der Himmel in den Wellen widerspiegeln. Also man muss die Reflexion vom Himmel oder von der Lichtquelle eben auch im unteren Teil sehen, also auch wenn man jetzt zum Beispiel den Strand malt oder so, dann ist es immer gut, da noch so ein Himmelblau mit einzubringen, weil das ja wie der nasse Sand ist, der den Himmel reflektiert und dass der Sand eben nicht nur Sandfarben oder beige ist, sondern aus ganz vielen Farbtönen besteht. Und so ist es eben auch in dem unteren Bereich, wo das Wasser halt so hereingeschwappt ist und wo das noch so ein bisschen unruhig ist und alles. Da ist es immer ganz gut, wenn man da nicht nur Blautöne, sondern halt viele unterschiedliche Farbtöne noch mit reinbringt. Ich benutze hier übrigens auch einen Fächerpinsel. Damit kann man diese kleinen Gischt-Aufschäumungen so ziemlich gut nachstellen. Man muss das einfach nur so ein bisschen auftupfen und ihr seht ja hier zum Beispiel auch, wie ich noch so ein paar warme Farbtöne in die Unterseite der Gischt mit einbringe. Das klappt immer richtig gut mit so einem Fächerpinsel.
Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, bei Meeresgemälden den einfach mal auszuprobieren. Da kann man ganz viele kleine Details noch mit einarbeiten. Und hier vorne seht ihr auch das, was ich vorhin gemeint habe, nämlich dass man da die Reflexion des Himmels auch ein bisschen mit einbringt. Und deswegen ist jetzt hier nochmal so ein Himmelblau mit reingekommen. Und ich möchte in dem Meeresbereich unten natürlich nicht nur die Reflexion des Himmels mit einbringen, sondern auch die Reflexion der grünen Welle. Deswegen greife ich da auch dieses helle Türkis noch mal ein bisschen auf und bringe das da so mit rein, sodass es da, wie wenn das davon so ein bisschen noch mit beleuchtet wird, dass quasi das Licht durch die Welle kommt und auf den Meeresbereich darunter auch noch mal so ein bisschen raufleuchtet. Das finde ich auch immer richtig schön. Ja, der untere rechte Bereich ist halt wieder ein bisschen dunkler, weil das da im Schatten liegt. Und ihr seht ja auch jetzt schon, wie dieses Bild einfach von den verschiedenen Farbabstufungen lebt. Also von diesem hellen Smaragdgrün über dieses wunderbare Türkis hin zu etwas kühleren Blautönen und auch dieses Graublau. Ich finde, das spielt einfach immer richtig schön zusammen. Da könnte man übrigens auch ein tolles abstraktes Bild draus machen. Wenn ich die Farben so sehe, dann möchte ich da am liebsten immer richtig drin versinken und auch wieder solche Meeresbilder in abstrakter Form malen und dann sehe ich schon die Rakelbilder vor mir und alles. Also das ist einfach eine totale Inspiration, dieses Blau und Türkis. Ich liebe diese Farben.
Hier habe ich übrigens auch wieder meinen tollen Blender-Pinsel, also der wie so eine Art Kosmetikpinsel eigentlich ist. Mit dem kann man richtig gut so weiche Übergänge gestalten und den benutze ich auch sehr gerne für solche Meeresbilder. Aber natürlich nicht nur, überall da, wo man eben weiche Übergänge haben möchte. Das Bild ist jetzt einmal komplett durchgetrocknet und dann fange ich jetzt als nächstes an mit meinem Firnis. Das Bild soll ja auch einen würdigen Abschluss bekommen und da benutze ich einmal hier diesen von Liquitex, genauso wie den passenden Pinsel dazu. Und da trage ich jetzt die erste Schicht auf. Insgesamt mache ich bei diesem Firnis jetzt 2 Schichten, einmal vertikal und einmal horizontal. Zwischendurch muss es aber immer 24 Stunden trocknen. Also ihr seht jetzt einfach nur, wie ich hier den vertikalen Auftrag mache. Den anderen habe ich jetzt nicht auch noch mitgefilmt. Das wird ja irgendwann auch langweilig. Aber ich finde den ganz gut. Das schützt das Bild auf jeden Fall nochmal vor UV-Strahlung und vor Kratzern. Und so ist es halt wirklich komplett fertig am Ende. Die Seiten werden natürlich auch mitbearbeitet, damit da keine Abplatzungen oder so stattfinden können. Und sobald alles durchgetrocknet ist, ist das Bild auch schon fertig. Wie gesagt, es heißt Glowing Nightwave und das ist jetzt das Endergebnis von meiner Arbeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt so ein paar Inspirationen bekommen und ihr seid jetzt auch ein bisschen erfrischt und entspannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig schönen Tag und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.